Stundenlanges Anstehen für Merchandise einer Anime-Serie oder um auf Messen wie der Konichi die Helden zu feiern. Anime und Manga sind längst kein exotisches Randphänomen mehr, sondern auch in Deutschland ein millionenschwerer Hype. Wir merken schon, dass ein Großteil unserer Kundschaft inzwischen Manga-Käufer sind. Finanziell gesehen ist das ja eine Hausnummer. Was macht für Millionen Deutsche Manga so mega? Fabian Burkhardt ist mal wieder unterwegs, um Nachschub für seine Manga-Sammlung zu shoppen. Seine Leidenschaft für die Comics aus Japan hat er vor rund 5 Jahren entdeckt. Seitdem kauft er mehrmals monatlich neues Lesefutter. Der heutige Einkauf beläuft sich für 9 Bücher auf 94 €. Das ist ein Drittel seiner monatlichen Manga-Ausgaben. Es ist kein billiges Hobby, aber es ist eins, das Spaß macht, das unterhält und wo ich persönlich zumindest gerne für auch Geld ausgebe und dann eher an anderen Stellen ein bisschen kürzer trete. Kunden wie Fabian Burkhardt sind verantwortlich für den Manga-Boom, den die Comic-Galerie in Kassel seit ein paar Jahren erlebt. Der stellvertretende Geschäftsführer Kai-Uwe Kress muss immer weitere Flächen freiräumen, um die Flut an neuen Mangas platzieren zu können. Aber nicht nur räumlich haben die Comics aus Japan dem Platzhirschen Asterix, Lucky Luke und sogar den Marvel-Helden längst den Rang abgelaufen. Also da kann man schon sagen, dass es gut ein Drittel unseres Umsatzes ausmacht. Wenn der Manga-Boom nicht da gewesen wäre, hätten wir wirtschaftlich schon größere Probleme gehabt. Eine Erfolgsgeschichte, die sich in Zahlen ablesen lässt. Hatten Comics im Jahr 2010 noch einen Anteil von 6,9% am Gesamtumsatz der Warengruppe Belletristik, so verdoppelte sich dieser bis 2022 beinahe und stieg auf 11,9%. Alex Jakubowski ist seit vielen Jahren Journalist beim Hessischen Rundfunk, aber auch leidenschaftlicher Comicsammler. Den Manga-Hype hat er erst ungläubig beobachtet. Mittlerweile ist er sich aber sicher, die sind gekommen, um zu bleiben. Man muss wissen, dass 2 von 3 in Deutschland verkauften Comics mittlerweile Manga sind. Und wir haben in den vergangenen Jahren einen enormen Schub erlebt. Vor 3 Jahren ist der Umsatz um 75% gestiegen. Die Umsatzzahlen, die haben die Händler und Verlage selbst überrascht und umgehauen. Auch in seinem Blog beschäftigt sich der Journalist mit Mangas, die sich in den letzten Jahren stark verändert haben. In meiner Jugend waren Manga klassischerweise Figuren vertreten mit großen Kulleraugen, mit übertriebenen Mimiken, mit einer rasanten Dramaturgie. Da ging alles schnell aufeinander. Man hat da eine Seite nach der anderen umgeblättert. Die Geschichte raste nur so an einem vorbei. Das ist mittlerweile aber anders. Also es hat sich viel verändert. Manga ist auch europäischer zum Teil geworden. Es gibt ja auch deutsche Mangaka, also Menschen, die Manga produzieren, zeichnen und schreiben. Manga ist übrigens ganz einfach der japanische Ausdruck für Comic. Die haben in ihrer Heimat wirtschaftlich eine ganz andere Dimension als bei uns. Fast 40% der Druckerzeugnisse sind Manga. Statistisch gesehen kauft jeder Japaner 15 Ausgaben pro Jahr. Wohl auch daher hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Japan mehr Papier für Manga als für Toilettenpapier benötigt. Dass der Erfinder des Comics Dragon Ball am 1. März dieses Jahres gestorben ist, war sogar Thema in einer offiziellen Pressekonferenz des japanischen Kabinetts. Seine Arbeit hat zu einer breiten Anerkennung Japans überall in der Welt geführt und zu einem Anstieg der Zahl der Touristen, die unser Land besuchen. Sie ist ein sehr wichtiger Teil der japanischen Kultur. Dragon Ball ist mit weltweit etwa 230 Millionen Exemplaren das zweitmeistverkaufte Manga. Es wird nur getoppt von One Piece. Die Serie ist seit über 25 Jahren der Manga-Dauerbrenner. In Deutschland gibt es bislang 106 Bände. Band 100 ist weltweit der meistverkaufte Comic aller Zeiten. Wie unglaublich groß die Nachfrage nach Fanartikeln aus der Anime-Szene ist, hat Thomas Schützinger am eigenen Leib erlebt. Er betreibt das Geschäft Atomax in Frankfurt und hatte im vergangenen Jahr die Idee, einen Pop-up-Store für Fanartikel des japanischen Zeichentrickfilmstudios Ghibli zu eröffnen. Die Nachfrage gigantisch. Die Schlange vor seinem Laden hunderte Meter. Wartezeit bis zu 7 Stunden. Allein am ersten Tag drängen sich 1300 Menschen in den Laden. Ergebnis: komplett ausverkauft. Wir wollten den Laden für 4 Wochen auflassen, also diesen Pop-Up-Store,
hatten aber im Endeffekt nur 7 Tage auf in den 4 Wochen, weil wir immer ausverkauft waren. Wir haben also nicht schnell genug Waren nachbekommen, ne, als dass wir dann hier die ganze Zeit hätten auflassen können. Da habe ich auch so ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Die Erfahrung, dass der Preis bei echten Fans keine Rolle spielt, macht Thomas Schützinger immer wieder. Schon seit Jahren verkauft er exklusiv Tim und Struppi Merchandise. Dieses U-Boot kostet zum Beispiel 1.450 € und wird trotzdem alle Nase lang verkauft. Der finanzielle Aspekt in Deutschland ist relativ hoch bei Tim und Struppi. Ja, das ist also von den europäischen Merchandise-Produkten ist das mit Abstand die Nummer 1. Aber Studio Ghibli ist also deutlich stärker, wirklich deutlich stärker. Die gute Nachricht für alle Fans: Das Merchandise-Angebot von Studio Ghibli gibt es bei Atomax jetzt dauerhaft und die Warteschlange ist dadurch auch nicht mehr so lang. Es lohnt sich also einfach mal Konichi, also Hallo, zu sagen.